herzlich zu unserer diesjährigen Frühlingsfachtagung hier im neuen Hotel in Wien begrüßen. Mein Name ist Martin Greil. Ich werde Ihnen ganz kurz, das ist mein Part, den Verlauf des heutigen Nachmittags skizzieren. Wir haben ein relativ komprimiertes und zugleich auch, glaube ich, sehr informatives Programm mit insgesamt 4 Fachvorträgen, mit 4, glaube ich, auch sehr namhaften Referenten und von unseren Mitgliedsinstituten, die heute hier vertreten sind, aus London und teilweise auch aus Paris, die nach Wien geholt wurden. Nach dem 4. Fachvortrag, und darauf freue ich mich jetzt schon auch ganz besonders, haben wir abschließend eine Panel-Diskussion vorgesehen mit Herrn Dr. Ulrich Schuh, Forschungsvorstand des ECO Austria Wirtschaftsforschungsinstituts. Und das Panel wird das Motto des heutigen Nachmittags: Innovationen und Perspektiven im Wettlauf mit den Finanzmärkten und welche Investmentchancen gibt es überhaupt noch. Dieses Motto wird das Panel aufgreifen und Herr Dr. Schuh, der wenig später noch zu uns stoßen wird seine Sichtweise der momentanen wirtschaftlichen Lage in der EU und weltweit geben. Ich habe Gelegenheit gehabt, im Vorfeld der Veranstaltungen mit ihm zu plaudern, und ich glaube, er hat wirklich sehr interessante Ansichten, die vielleicht nicht in allen Punkten die offizielle Position von Nationalbank oder anderen Instituten hier in Österreich widerspiegeln. Vielleicht noch kurz einige organisatorische Hinweise. Wir haben für ca. 16 Uhr eine kurze Pause vorgesehen. Dann kommt der zweite Teil der Fachvorträge und das bereits angesprochene Panel. Und gegen 18 Uhr laden wir Sie sehr herzlich zu einem Get-Together im Rahmen eines Buffets hier draußen im Foyer noch ein. Jetzt möchte ich auch unseren heutigen Moderator, Herrn Robert Gillinger, Chefanalyst des Börse Express, vorstellen. Herr Gillinger wird uns wie die letzten Male heute sehr souverän durch den Nachmittag führen mit seiner bald schon legendären roten Karte und so auch für eine Einhaltung der zeitlichen Vorgaben bei unseren Referenten sorgen. Nichtsdestotrotz haben wir genügend Freiraum geschaffen und Zeitraum für Fragen ihrerseits aus dem Publikum. Wir haben auch im Vorfeld mit dem Referenten vereinbart, dass Sie immer gleich im Anschluss an die jeweiligen Präsentationen Ihre Fragen an die heutigen Experten richten können. Bevor ich das Wort dann an Herrn Gillinger gleich übergebe, von meiner Seite noch vielleicht einige Informationen zu einem anderen Ereignis, was heute für eine Stunde jetzt sage ich einmal, schlagend geworden ist, und zwar die schon lange erwartete österreichische Haltung oder Position, was die Regulierung unserer Branche, Alternative Investment for Venture, betrifft. So knapp vor dem Tag X, dem 22. Juli dieses Jahres, glaube ich, sollten wir vielleicht 2-3 Minuten verwenden heute und hier, um uns hier einiges vor Augen zu halten. Die Richtlinie, kennen Sie, wurde schon viel darüber diskutiert und gesprochen. Die VE hat sich seit 2008 eigentlich mit fast nichts anderem auseinandergesetzt oder auseinandersetzen müssen. Die Richtlinie bringt tiefgreifende Änderungen, primär natürlich für die Anbieter. Es ist eine Managerregulierung, die uns die EU hier serviert hat, aber natürlich auch für Sie als Investoren die eine oder andere Konsequenz, auf die ich auch nachher dann kurz eingehen werde. Wir haben hier 3 Ebenen. Die Level 2 Ebene, also das ist alles, was unter der Richtlinie angesiedelt ist, und diese Richtlinie
ist fast zu einer Rahmenrichtlinie degradiert worden, weil es fast an 100 Stellen sogenannte Verordnungsermächtigungen gibt. Das ist eben dieser Level 2 Prozess. Dieser Prozess ist mit der Veröffentlichung der Level 2 Bestimmungen im März mittlerweile abgeschlossen. Die einschlägigen EU-Vorschriften sehen vor, dass auch solche Verordnungen 20 Tage nach der Veröffentlichung in Kraft treten. Das heißt, Level 2, die Details für die Anbieter stehen fest, sind in Kraft getreten, sind ebenfalls mit 22. Juli anwendbar. Level 3, alle Leitlinien und Empfehlungen der Aufsichtsbehörden der europäischen, der ESMA, wie sie seit einigen Jahren heißt, ist auch ziemlich im Zeitplan unterwegs, würde ich einmal sagen. Wir haben hier zwei große Themenbereiche herausgegriffen. Das eine die Definition der AIF-Typen und der Schlüsselkonzepte der Richtlinien, das andere die neuen Vorschriften zur Vergütungspolitik, wo die AFM ja ziemliches Neuland betritt und sich hier sehr an die Vorschriften der neuen Bankenaufsichtsbehörde auch zum Vorbild genommen hat. Auch diese Themen sind weitestgehend finalisiert. Es liegen bei fast allen Themen bereits die jeweiligen Abschlussberichte vor. Es laufen jetzt Übersetzungen. 2 Monate später haben die nationalen Aufsichtsbehörden sich in einem Complain- oder Comply-Ansatz auch an diese Empfehlungen zu halten. Wenn Sie mich fragen, werden das 99,99% der Aufsichtsbehörden auch tun. Es kommt kaum vor, dass hier einer widerspricht und sagt, das machen wir nicht. Es gibt 2, 3 Mandate der ESMA, die bis jetzt nicht bearbeitet worden sind, eher Nebenschauplätze. Es ist auch fraglich, ob das kommt, bzw. wann es kommt. Jedenfalls von europäischer Seite ist alles vorbereitet. Leider Gottes sind wir bei der dritten Ebene, bei der nationalen Umsetzung, obwohl wir die Folie erst heute, der Kollege kann es bestätigen, glaube ich, um 10:30 Uhr finalisiert haben, sind wir es nicht mehr aktuell. Sie sehen hier ein Fragezeichen in Rot, nach wie vor ausständig. Der sogenannte Freitagsbegutachtungsentwurf, der nationale Umsetzungsentwurf für die AFM hier in Österreich. Deswegen Freitag, weil er an und für sich jetzt seit über einem Monat immer für den Freitag versprochen wird. Das begann in der Karwoche, er kommt Freitag, letzte Woche auch so, er kommt Freitag. War wie gesagt heute bis Mittag ausständig. Wir hatten heute im Vorfeld eine Presseveranstaltung, wo wir diese Information auch noch weitergegeben haben. Zeitgleich ist jetzt gekommen, also seit 1 oder 2 Stunden, gibt es einen österreichischen Begutachtungsentwurf. Ganz toll, wenn Sie mich fragen, 22. Juli soll der veröffentlicht als Gesetzestext sein. Wird sich das ausgehen? Ich fürchte ja. Und zwar deswegen fürchte ich das Ganze, weil wir werden konfrontiert mit einer extrem kurzen Begutachtungsfrist, 2 Wochen maximal. Man kann sich vorstellen, wie viel Unschärfen oder vielleicht Diskrepanzen auch wir als Verbände hier noch maximal ausräumen können. Also das wird ein ganz kleiner Ausschnitt sein, den man noch behandeln kann. Dann geht das Ganze erst der Entwurf, die Ausschüsse bis zur Regierungsvorlage kommt etc. Wir glauben aber, wie gesagt, gegen andere Meinungen, es wird sich ausgehen, es ist viel Druck dahinter nach wie vor, man wird es vor den Wahlen noch finalisieren wollen und man wird sich nicht wieder wie bei anderen Themen ein Vertragsverletzungsverfahren einhandeln wollen. Die Conclusio, wir werden ein relativ zusammengeschustertes Gesetz bekommen. Es gleicht, was ich jetzt gesehen habe in den letzten 10 Minuten, ziemlich der Richtlinienentwurf. Also es wird keine große österreichische Eigenständigkeit drin zu finden sein. Wir werden etwas haben, was aber schon nach einer Novellierung wahrscheinlich im nächsten Jahr schreit. Also man kann glücklich damit sein oder auch nicht. Was ist für Sie von dem Ganzen, glaube ich, sehr wichtig? Zum einen sehen Sie sich, egal ob Sie heute hier eine Pensionskasse oder eine Versicherung vertreten oder eine österreichische Kapitalanlagegesellschaft, sehen Sie sich jetzt im Bereich der alternativen Investmentfonds auch mit EU-harmonisierten Anbietern als Gegenüber. Was sicherlich seine Vorteile bringt. Viele Regulierungen haben ja auch schon im Vorfeld der AFM gegriffen. Die Branche ist ja nicht im Gegensatz zu anderen Marktteilnehmern komplett unreguliert gewesen in der Vergangenheit und ist keineswegs im grauen Bereich angesiedelt gewesen. Das ist sicherlich ein Vorteil für Sie.
Mit der Konzessionierung muss der Manager, es ist ja wie gesagt eine Manager-Richtlinie, sehr viele Anforderungen erfüllen, wovon Sie wahrscheinlich am ehesten profitieren werden oder was Sie sehr sehen können, wo die Richtlinie eben auch ein einheitliches Niveau im gesamten europäischen Wirtschaftsraum schaffen wird. Das sind die Informationspflichten der Anbieter Ihnen gegenüber. Und das hier kurz aufgelistet. Links sehen Sie, was die Richtlinie hier vorgibt. Rechts sehen Sie, was diese Level 2-Verordnung, über die wir schon kurz gesprochen haben, vorgibt. Vieles davon, wenn Sie es durchlesen, Jahresbericht, 6 Monate Geschäftsjahresende, was muss enthalten, die Bilanz etc. Kennen Sie schon, wird schon gelebt, ist nichts Neues. Jetzt haben Sie noch einen gesetzlichen Anspruch darauf. Und es gibt auch einige Sachen, die sicherlich interessant sind und Ihnen vielleicht auch die Manager-Auswahl und die Produktauswahl am Ende des Tages bei Ihren Portfolioentscheidungen erleichtern werden. Sehr interessant zum Beispiel hier auch erstmals gefordert, dass Sie hier Angaben über die Vergütungen des Anbieters bekommen. Man versucht hier halt, und das ist glaube ich auch der richtige Gedanke, über ein zu riskgetriebenes Verhalten der Manager über entsprechende Bonifizierungen hinanzuhalten. Dann haben Sie noch eine Reihe von anderen Informationen. Leverage möchte ich Ihnen herausbieten. Also auch hier sind die Anbieter gefordert, die Karten offen auf den Tisch zu legen. Vielleicht auch noch mehr, als das der eine oder andere in der Vergangenheit getan hat. Sie haben dann hier dann noch so Nonarbotschaften in der Durchführungsrichtlinie, was auch ein bisschen traurig ist. Sie schauen Artikel 108 Absatz 1, Gebot zur klaren Darstellung der Informationen. Also wie soll man das kommentieren? Hier hat sich eigentlich die Durchführungsverordnung relativ knapp gehalten. Insgesamt haben wir jetzt über 200 Seiten, an die sich die Manager halten müssen in diesen beiden Gesetzeswerken. Und da kommen Sie sicherlich auch zugute bei Ihrer Investmententscheidung. Sie können vieles abfragen, was vielleicht bis jetzt auch weniger auf Goodwill-Basis geliefert wurde an Informationen durch die einzelnen Häuser. Das von meiner Seite zur AFM. Wir werden auch eine Serie von VI AFM-Workshops anbieten. Wir starten damit, kann ich jetzt sagen, nachdem wir wissen, dass wir einen Entwurf haben, mit Juni des heurigen Jahres. Und hier wird sich auch ein Modul mit den Änderungen oder mit den Neuigkeiten dieser Regulierung auch in Österreich für institutionelle Investoren beschäftigen. Ich glaube, das ist der Punkt, der für Sie am interessantesten ist. Wir werden Sie auch auf den Laufenden halten, sonst ganz einmal auf unserer Website auch einmal einen kurzen Blick werfen. Und da finden sich dann auch die aktuellsten Informationen. Gut, damit wäre ich am Ende meiner Ausführungen und darf an den lieben Herrn Geleger weitergeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke Herr Keil. Jetzt darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich weiß nicht, ob der vorliegende AFM-Begutachtungsentwurf Ihnen jetzt ein Lächeln auf die Lippen zaubern wird. Vielleicht uns aber einfach die zwei Schlagworte David Alaba und Bayern München, bei den meisten von Ihnen zumindest vielleicht, wenn dem so ist, bewahren Sie sich einfach bis Ende der Veranstaltung ein. Einfach zur Stimmungsaufbesserung. Innovation und Perspektiven der Finanzmärkte. Leicht ist das Umfeld für Sie nicht, teilweise zumindest. Im Wettlauf mit jemandem zu stehen, namens Finanzmarkt. Entschuldigung. Wer zuletzt kommt, der bestraft das Leben, so ungefähr heißt das. Und ja, das stimmt auch. Wenn Produkte oder Innovationen, die dann keine Innovationen mehr sind, zu spät auf den Markt kommen, hat die Konkurrenz diesen bereits abgegrast. Und der Wettlauf ist verloren. Zu gewinnen gegen den Markt ist aber auch nicht sehr leicht. Die Winner takes it all heißt es zwar, aber versuchen Sie mal, die Konkurrenten um den Markt zu überholen. Die Zeit war nicht reif für das Produkt. Eine gute Idee ist immer nur zu einem guten Zeitpunkt eine wirklich gute Idee. Michael Jackson um 1950 hätte wahrscheinlich keine einzige Schallplatte verkauft. Einen Bill Gates 5 Jahre vor seiner Zeit würden wir heute wahrscheinlich nicht mehr kennen. Und ganz sicher nicht Jim O'Neills BRIC-Konzept. Sie erinnern sich, 1997 Asienkrise, 1998, 1999 Russlandkrise. Aber Jim O'Neills BRIC war erst 2001. Wir hatten Y2K überlebt. Die Dotcom-Blase war auch bereits geplatzt. Versteht man mich übrigens?
Vergangenheit lag sozusagen hinter uns, es lebe die Zukunft. Aber was ist die Moral von all diesen Wettläufen? Es ist wirklich verdammt hart und schwer, am Markt zu bestehen und vor allem gegen diesen zu gewinnen. Was uns vielleicht auch gerade ein Blick in die gar nicht so weite Vergangenheit zeigt, die das zwar keinesfalls von der Schule der österreichischen Nationalökonomie eines Hayeks oder Mises geprägt war, der ein Österreicher aber wunderbar in einem Satz zusammenfasste. Wir sind ein paar Milliarden Schulden lieber als ein Arbeitsloser. Sie können sich erinnern, der Sonnenkönig war es. Bruno Kreisky. Und exakt heute vor 30 Jahren, also am 24. April war es soweit, die SPÖ und der Bundeskanzler Bruno Kreisky gewann die Wahl, österreichische Nationalratswahl hatten wir damals, verfehlte aber die absolute Mehrheit. Kreisky zog die Konsequenz und zog sie noch am Wahlabend zurück. Seine Schulden und die seiner Nachfolger haben wir noch heute. Es sei erlaubt festzustellen, wir leben in einer neuen Kreidezeit. Bleibt nun zu hoffen, dass die jetzige Kreidezeit nicht so endet wie die geologische. Und die können wir unter Umständen Noah und seine Arche geben. Von Flut sei ja auch immer wieder die Rede, von einer Geldflut. Aber keine Sorge, die finanzielle Kreidezeit wird nicht so schnell enden. Wo nichts ist, kann ja auch nichts zurückgezahlt werden. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht der Grund, warum wir heute hier sind. Waren in den vergangenen Jahren besonders die Anleihenmärkte im Fokus der Anleger, sucht der Anleger heute nach neuen Vehikeln. So heißt es in der Einladung. Und irgendwie auch verständlich. Klingt ja auch nicht ganz logisch, in etwas zu investieren, wo das Bauchgefühl so irgendwie sagt, dass da vielleicht etwas nicht stimmt oder stimmen könnte. Schulden. Das ist wahrscheinlich wie immer im Leben. Maßen genossen wäre besser gewesen. Das soll jetzt aber bitte nicht die Überleitung zum Buffet gewesen sein, auch wenn es dort, ich habe mich erkundigt, Rind, Mais und Weizen geben wird, aber durchaus in verarbeiteter Form. Mit den natürlichen Formen, also mit der Ursprungsform, wird sich jetzt Mr. Scott Kirsten beschäftigen, von den wenigen Minuten beschäftigen werden. Er ist Head of Commodities bei AHL. Das war noch eine ganz kurze organisatorische Sache, die der Herr Greit schon angekündigt hat. Aber ich habe zwei unter Anführungszeichen Stifte bei mir, blau und rot. Wenn ich diese in die Höhe hebe, möchte ich Sie nicht zur ersten Zigarettenpause auffordern, das wird wenn und der Herr Greit machen, soll nur sein, um die Arbeit der Vortragenden zu erleichtern. Sie müssen nicht immer auf die Uhr schauen, es hängt auf den Text ab und die vereinbarte Redezeit, die man doch irgendwie einhalten will, dann auch doch einzuhalten. Also blau ist noch ungefähr 10 Minuten Redezeit, rot noch in etwa 5 Minuten. Und schon würde ich gerne das Wort an Mr. Börs übergeben. Zum Podium. Afternoon, everybody. Thank you for tolerating me in English. My name is Scott Gerson. I'm going to talk about new ideas in systematic investments in the commodity space. Just a little bit of background on kind of where I come from. I'm actually not a true quant. I'm an economist, and I started out teaching economics at Duke. I then got into structuring commodities markets for about almost 20 years ago, and then I was a prop trader before becoming a systematic trader. So the way I view what we're going to talk about today is a slightly different perspective than sort of the classical quant kind of look at it. And I think the first thing that I want to start with is this just a little background on sort of where some of these markets come from. Commodities markets have been around for the better part of 4 centuries. James Mann was trading sugar in London 2.5 centuries ago, and Chicago has been trading futures for the better part of 100 odd years. So
what I'm going to talk about today is how we respond to what seems to be changing market dynamics and challenges to strategies that feel like they've worked for a while. And one bit of context I want to give everybody is that these are not new markets. So whatever we think has changed in the last 5 years, it may feel different than 2007, but it's probably not so different than 1897. The other bit of introduction I want to give you is actually has nothing to do with commodities, but it has a lot to do with systematic trading. Has anybody heard of Ed Thorpe? So Ed Thorpe's an interesting guy. He's a mathematics student at MIT in the 1950s. And he was lucky for 2 reasons. One, because he's a really smart guy. And 2, because right around the same time he was a graduate student, IBM introduced the first commercially available floating point arithmetic machine, now known as the computer. What Thorpe realized is that a deck of cards has memory. So if I peel an ace off the top of the deck of 52 cards, the probability of 1 more ace is 1 over 51. That's a profound insight and actually underlies the entire business of systematic investments. What Thorpe did with that and the IBM computer is he simulated, in other words, a backtest, what would happen if he watched the order in which cards were peeled off the deck at a blackjack table, and then he bet in proportion to the probability of winning the next hand. Within 10 years, every casino in the world had completely changed the rules of the game. Within 20 years, he could no longer set foot in Las Vegas. And although Wikipedia is not an auditable track record, he reports 3 decades of double-digit returns in his personal account running systematic strategies in financial markets. The point of this is, what is he really doing? What he's doing is he's estimating a conditional distribution based on what he's observed in the past. So when we think about systematic investments in any asset class, specifically commodities, what we're talking about is observing the past, and that may be a path of prices, it may be a path of investor behavior, it may be a path of underlying fundamental data points, and then we're forecasting what's most likely to occur given that past history. And what's interesting about that, and what's relevant for thinking about new ways and new techniques for systematic investments when old ones seem to stop working, is Thorpe's original system would have stopped working as well. And that's because the first thing that the casinos did was they doubled the size of the deck. So he had the probabilities written down for 1 deck. They then doubled the deck. So now I peel 1 ace off the top, and the probability of the next ace is 3 out of 103, rather than the 1 out of 51. That's a different number, and you have to bet differently. So my proposition is what's happening now, it's not that systematic investing in commodities isn't working, it's the underlying distribution of returns and the relationship between how we need to forecast the future based on the past, that's evolved, and we have to evolve with it. Because if there's one thing that I think is true in markets, it's that markets react and evolve much more quickly than all of us, the people who actually invest in them. And so it's my job, and I think the people in this business, it's our job to evolve with those and to sort of react to those changing conditions. So what's the underlying story? Stylized fact. It's been a terrible couple of years to invest in active commodities. Now, I probably should have added the GSCI or Dow Jones UBS or one of the beta indices, because they also would have peaked sometime in early 2011. And the point is, neither of those lines, one of them is systematic, being the trend followers, one of them is non-systematic, being the macro guys, and neither of them has been a way to make friends at 2 and 20. Down 9% from peak with a 2-year change drawdown, down 14% from peak with a 4-year drawdown. Something's not working. And what I want to talk about today is what we think it is that's not working and what we might do about it. So, point number 1, a lot of people in my space are not actually commodities traders. They probably know maths better than I do, but I think they make some really, really fundamental mistakes. You would never hire an active equity analyst who didn't know something about the companies that they were actually selecting stocks, shares within. However, here's just a picture of heating oil futures as of I think this is as of April, as of earlier this year. And the point of this is a little hard to see, but this little bit right here. So what was happening around here is the United States changed the specification, in particular the amount of sulfur allowable into the heating oil, basically what Europeans call diesel fuel. This part of the futures curve over here, from May onward,
is essentially pretty much an ultra-low sulfur diesel, very much like the European specification. This stuff over here is a completely different specification. So even though the contract has the same name, you literally cannot deliver, if you took delivery of this thing, you cannot deliver it into that expiration. So what that means is any quant to build any model on heating oil features and simply stitch this price together with that price was going to make a mistake. And there was no reason to think that that model would continue to work. But to spot that and to understand what to do about that, you had to actually know something about heating oil, which sounds simple, but I think me and all my colleagues in this business have been a little bit guilty of perhaps not paying enough attention to that. So why else might that be occurring? Well, it's sort of well understood at this point that correlations between assets have been higher sort of in the post-crisis period than they were in the pre-crisis period. But what I want to highlight is two things. One is just how high that is. Daily returns sometimes understate that. So I took monthly returns for the last couple of years. And these are Dow Jones UBS index commodities versus FTSE World Stock Indices. And we're sort of bordering on a 75 to 80% kind of long-run correlation in monthly returns. It's going to be really hard if I'm a commodities trader, whether I'm discretionary or non-discretionary, to build a model, whether it's a manual input proprietary balance sheet or whether it's a systematized technical approach, it's going to understand how to differentiate between stocks and a lot of other assets. Between commodities rather and a lot of other assets like stocks. So I think that's point number one, but point number two is the bottom line. So the bottom line is the same FTSE World equity proxy against a basket of what I call alternative commodities. So these are things that do not include copper, that do not include crude oil. These are things like iron ore, coal, German electricity, Dutch natural gas. All commodities, which by the way, we can trade systematically. Their correlation is essentially zero. So it's not the case that everything has moved in lockstep. It's the case that certain assets have moved in lockstep. And I think that's the first hint is what to do about it. So once I observe that, I can say, well, okay, if I want to apply the same systematic techniques to the same things I've been doing, going back to that same deck of cards, I still want to count cards the same way. But maybe I need to find that single deck again instead of the 6-deck shoe. Well, no surprise, oil is the largest